als Pilger unterwegs auf dem Camino de Santiago. 3000 Kilometer, 5 Wege. Dies ist ein kurzer Teaser mit ein paar Einblicken von meiner zweiten Reise nach Nordspanien. Den Camino Frances und den Camino Finisterre war ich ja bereits gegangen und mir hat das so gut gefallen, dass ich das wiederholen wollte und suchte mir diesmal aus den Camino del Norte, den Camino Primitivo und den Camino Portugués. Der Primitivo ist so der Geheimtipp, der Portugués der zweitbeliebteste und der del Norte, das ist ein schöner langer, oben an der Küste lang, 1000 Kilometer sind das. Er startet in Irún und hier an dem Track sieht man immer die Wechsel zwischen Rot und Grün. Das ist dann immer eine Tagesetappe. Ja, und man sieht halt sehr viel den Atlantik, den Rauen, geht manchmal auch so ein bisschen ins Landesinnere, ist schön hügelig die ganze Strecke, also man kommt auf der gesamten Distanz auf ordentlich Höhenmeter. Und zum Schluss geht es dann so 200 Kilometer wieder ein bisschen ins Landesinnere rein, wird auch ein bisschen flacher dann nach Santiago de Compostela. Da habe ich mir dann den Bus genommen und bin nach Ovidio gefahren. Das ist der Startpunkt von dem Camino Primitivo. Das ist ein sehr, sehr schöner Weg, der geht so ein bisschen in die Berge hoch und man läuft dann oben so ein bisschen an den Kämmen lang und hat einen herrlichen Ausblick auf die Berge und die Täler. Und dann den Portugués, den bin ich dann in umgekehrter Richtung gelaufen, bis runter nach Porto, da ist eigentlich der Start. Das ist so der zweitbeliebteste, wahrscheinlich weil er so eine schöne Distanz hat, so 250 Kilometer sind da. Und da bin ich dann auch an der Küste gelaufen, denn der Portugués, den kann man nachher in 2 Teilen laufen. Also es gibt so einen Teil, der ist im Landesinnere und einen, der ist an der Küste. Starten wir mit ein paar kurzen Bildern vom Camino del Norte. Also so sieht das meistens aus und ich hatte super Glück mit dem Wetter, es war kaum Regen. Ich habe natürlich auch wieder ein paar Blasenprobleme bekommen, aber wenn man weiß, wie man umgeht, dann ist das keine große Sache. Bedbugs hat es mich auch einmal erwischt, ist eine unangenehme Sache. Und was mir halt sehr, sehr gut gefallen hat, waren diese vielen, vielen Klöster oder auch besondere Häuser, in denen man da eher einkehren durfte. Und ihr habt also tolle Sachen erlebt. Und also das ist zum Beispiel eins der Highlights gewesen, so dieses Kloster von der Unterkunft her. Da konnten wir dann abends so ins Innere vom Kloster gehen, im Dunkeln dann teilweise auch. Also war richtig urig, bin ich da mit der Taschenlampe rumgerannt. Was ich natürlich auch gern gemacht habe, war dann mal nachts loszugehen mit der Taschenlampe. Und so ging es dann hier zum heiligen Jakobus in die Kathedrale. Dann ging es mit dem Bus halt Primitivo durchlaufen nach Ovidio. Und hier sieht man halt oben auf den Kämmen von den Bergen, wie man da diesen klasse Blick hat runter ins Tal. Oft diese Inverslage, wo dann die Wolken im Tal von oben zu begucken sind. So folgt man dann den Schildern und läuft dann so langsam seinen Weg da lang. Überall bauen die Leute irgendwie was auf. Und so kleine Türmchen oder bemalen da irgendwelche Steine. Also ist wirklich ganz toll. Hier auch so immer diese Hinweisschilder. Das sind ja die Bronzestatuen auf dem letzten Hügel vor Santiago. Und eben hat man mal so gesehen die typischen Herbergen. Und überall mal diese Schildchen da mit der Jakobsmuschel. Ja, und das ist eine Aufnahme jetzt von dem Portugués-Weg, den ich ja umgekehrt gegangen bin. Es sind schon komische kommen. Also man sieht mehr Leute, weil ja wirklich alle einem entgegenkommen. Also auch zum Teil wirklich klasse, also wunderschöner Weg, wie man hier so sieht. Vor allen Dingen, wenn man so zu den blauen oder goldenen Stunden läuft, also morgens früh aus dem Bett kommt und dann auch spät abends noch läuft. Und hier hatte ich dann nachher in Portugués, die Leute, die mir entgegenkamen, die sagten dann mal, ja, ganz Portugal brennt. Also ich bin nachher ganz lange durch so Wälder gegangen, die zum Teilweise noch am Brennen waren oder zumindest wo alles voll mit Asche war. Und das ist der Teil vom Portugués, wo man dann wieder ganz unten an der Küste langläuft. Also ist auch kann ich nur empfehlen. Ich weiß noch nicht, wie der innere, also landesinnere Teil von diesem Weg ausschaut, aber
Ich habe das genossen, da lang zu gehen. Also weil da auch der Wind drauf steht, da hat man also immer eine tolle Brandung. Und das ist noch Fatima, das sind so die letzten Aufnahmen. Da bin ich nochmal nach Fatima gegangen. Da gibt es dann auch nochmal ein Video zu. Es ist doch sehr strange da. Aber ich habe es da einmal angeguckt. Dann freut euch mal auf viele lange Clips, wer Ausdauer hat, zu diesen 3 Pilgerwegen. Also mir hat es riesen Spaß gemacht.